very, very thankful that you have come to see me. Ich bin sehr dankbar, dass ihr hergekommen Yeah. seid. Ich bin sehr dankbar, dass ihr hergekommen seid. Yeah. It is a great honor for me. Es ist eine große Ehre für mich. Yeah. I don't know of any other way that we can do this other than like here tonight. Ich finde, es gibt keine andere Möglichkeit, als es so zu tun wie hier heute Abend. When you love somebody, you want to be with them. Wenn du jemanden liebst, dann möchtest du mit ihm zusammen sein. And you will come a long way. Du nimmst auch lange Wege auf dich, Yeah. To spend time with them. um mit jenen zusammen zu sein. Yeah. You're fine, thank you. And I do love you very much. Und ich liebe euch sehr. I love you deeply and passionately. Ich liebe euch zutiefst und leidenschaftlich. So that is why we need to spend some quality time together tonight. Und deswegen verbringen wir heute eine qualitativ hochwertige Zeit miteinander. And I need for you to be able to test me tonight. Und für euch ist es wichtig, mich in der Lage zu sein, mich heute zu testen. When we're through and you have all of your senses fully involved, Wenn wir durch sind und ihr habt alle Sinne voll mit dabei, then when you leave tonight, you need to have settled in your spirit this question. wenn ihr dann heute Abend nach Hause geht, dann sollte in eurem Geist diese Frage gegründet sein. Yeah. Is William real or is William not real? Und die sollte beantwortet sein, ist der William echt oder ist er nicht echt? You know, we are easily fooled today by what we see on a computer screen or a television screen. Es ist leicht, uns heutzutage zum Narren zu halten bei dem, was wir auf einem Fernseher oder auf einem Computerbildschirm sehen. People look good and they sound good, Die Menschen sehen gut aus und die klingen auch gut. but we don't know if they are good. Aber wir wissen nicht, ob die auch gut sind. So I want us to spend time together tonight to settle that issue. Und deswegen möchte ich, dass wir Zeit verbringen miteinander, um dieses Thema zu lösen. Because the message I bring to you Denn die Botschaft, die ich euch überbringe, is otherwise difficult to believe. kann man sonst kaum glauben. It's funny, I always look at the news that's being presented to you by the mainstream media. I usually look at it every day. Das ist lustig, ich schaue mir üblicherweise die Nachrichten in den Mainstream-Medien täglich an. And today, your president has said that there is an all new reason for national shame in Germany. Und heute hat euer Präsident gesagt, dass es einen ganz neuen Grund für eine nationale Scham oder auch Schande gibt. It's the anniversary of the invasion of Russia, and Germany has not repented enough. There needs to be a greater degree of shame, is the term he used. Und zwar geht es um den Jahrestag der Invasion Russlands und da hat er gesagt, dass wir noch nicht genug bereut haben und dass es eines größeren Grades an Scham und Schuld und Schande bedarf. And Chancellor Merkel also followed in with that this was a terrible, terrible thing that we, the Germans, did in World War II.
Und Kanzlerin Merkel hat damit eingestimmt und hat gesagt, es ist eine ganz furchtbar schreckliche Sache gewesen, die wir im Zweiten Weltkrieg gemacht haben. And this morning, the headlines in many of the papers were the new Delta variant of the COVID virus. Heute Morgen gab es in den Nachrichten diese große Schlagzeile, dass die neue Delta-Variante des Virus um sich schlägt. It seems to have bypassed other European countries and focused only on Germany. Die hat andere Länder schlicht ausgelassen und hat sich voll auf Deutschland fokussiert. Yesterday's headlines, after the meeting between Biden and Putin, were about the possibility of imminent nuclear war. Gestern nach dem Treffen von Biden und Putin gab es die Schlagzeilen des möglichen Atomkrieges, der sofort ausbrechen könnte. If you look at your media from outside, you would think that they don't like you very much. Wenn man sich die Medien so von außen betrachtet, dann könnte man den Eindruck gewinnen, dass die Deutschen nicht so wirklich mögen. I don't know how you would ever have a good attitude in Germany by looking at your media and what your regime is talking about. Ich weiß nicht, wie man eine gute Haltung in Deutschland einnehmen kann, wenn man sich die Medien anschaut oder das, was die Regierung so von sich gibt. So today I want to talk to you about freedom. Heute möchte ich mit euch über Freiheit sprechen. Your media is not a free media. Eure Medien sind nicht frei. It's still well under the control of the Allies. Die befinden sich nach wie vor unter der Kontrolle der Alliierten. And since the program is to keep you easy to control, then the media's daily offerings make good sense. Nachdem der Auftrag lautet, dass ihr leicht unter Kontrolle gehalten sein sollt, machen die Medien einen guten Job. But there has to be something more than simply controlling you, keeping you small and down. Aber es muss noch mehr geben, als euch zu kontrollieren, euch klein zu halten und niederzuhalten. The people who did this to you, starting at Bletchley Park, Die Leute, die euch das angetan haben, im Bletchley Park hat das Ganze begonnen. they didn't know anything about you. Die wussten nichts von euch. There was only one label in mid-1943 for any German. Simply one label. Es gab nur ein Label für alle Deutschen im Sommer 1943. And over 50 nations had declared war on Germany. Und mehr als 50 Nationen hatten Deutschland den Krieg erklärt. So what was done at Bletchley Park was almost unanimous that it needed to be done. Und deswegen war es fast einstimmig, was dort im Bletchley Park gemacht wurde, dass das tatsächlich notwendig war. So as we go over today's media's headlines, we're still with Bletchley Park. We're still with their program. Wenn wir uns heute die Schlagzeilen der Medien anschauen, sind wir immer noch im Bletchley Park, immer noch im Programm von Bletchley Park. Yeah. I have been saying for some time that the perfect storm would come to help you be free. Ich sage seit einiger Zeit schon, dass der perfekte Sturm kommen wird, um euch zu helfen, frei zu sein. It's Saturday night. Monday night is when I said it would be here. Heute ist Samstagabend und ich habe gesagt, dass es Montagabend soweit sein wird. And I still believe it will be here. Und das glaube ich nach wie vor. That's the end of spring. Das ist das Ende des Frühlings. And somewhere here in this general region, I'll be having a Lagerfeuer. Und irgendwo hier in dieser Region werde ich da an einem Lagerfeuer sitzen. And I would like you to have one as well. Und ich wünsche mir, dass ihr auch eins habt. Wherever you are, I want you to invite your friends and family and neighbors and have a Lagerfeuer that night. Wo immer ihr auch sein mögt, ich lade euch ein, an diesem Abend mit euren Freunden, Nachbarn, der Familie ein Lagerfeuer zu veranstalten. And they say there might be a nice big storm that night. Die sagen, da könnte ein schöner großer Sturm kommen. Well, that would just make it more exciting. Aber das wird es noch viel spannender machen. But I don't want you to do anything special that night. I don't want you to
try to arrange candles or white rocks or anything. I just want you to come and have fun at your own Lagerfeuer. Ich möchte nicht, dass ihr irgendwas Besonderes veranstaltet, irgendwie weiße Steine aufschlichtet oder Kerzen anzündet. Ich möchte einfach, dass ihr euer Lagerfeuer entzündet. Have good food and drink. Gutes Essen und ein paar Drinks. Yeah. But a significant thing will happen that night. Aber etwas Bedeutsames wird an diesem Abend geschehen. You know, I wrote the book on Bletchley Park because I was at Bletchley Park. Ich habe das Buch über Bletchley Park geschrieben, weil ich dort war. Nobody else in the Allies was going to tell you about it. Von den Alliierten hätte euch ansonsten niemand davon erzählt. And as long as you didn't know about it, you were always trapped, always caught in a trap. Solange ihr nicht davon wusstet, wart ihr gefangen, in einer Falle gefangen. And because I love you, Und weil ich euch liebe, I didn't want you in a trap. wollte ich nicht, dass ihr in der Falle seid. So I took the risk of revealing everything that happened there. Und deswegen bin ich das Risiko eingegangen, alles zu enthüllen, was dort geschah. Got me a couple death threats, but it was worth the risk. Ich habe ein paar Todesdrohungen deswegen erhalten, aber es ist das Risiko wert. Yeah. You knowing about Bletchley Park sets you free of Bletchley Park. Wenn ihr über Bletchley Park Bescheid wisst, dann befreit euch das von Bletchley Park. All of its power came because you couldn't find out about it. Die Macht von Bletchley Park kam daher, dass ihr nichts davon wusstet. You thought you were thinking the way you were thinking. You didn't realize it was someone else doing your thinking for you. Sorry. Ihr dachtet, ihr denkt selbst und ihr konntet euch nicht vorstellen, dass jemand anders das Denken für euch übernimmt. Well, that's online, and there'll be a few 100,000 Germans who will have downloaded it and shared it with others. Das kann man online sehen und mittlerweile haben schon einige Tausend oder 100.000 sogar das heruntergeladen und auch mit anderen geteilt. See, every German in this nation knew that something wasn't right. Something was wrong. They knew that. Jeder im deutschen Volk wusste, dass irgendwas hier in dieser Nation nicht stimmt. Irgendwas lief da falsch. But they didn't have a name for it. Aber man konnte es nicht benennen. They had no one to confirm it to them. Und es war niemand da, der es ihnen bestätigt hat. And the last person who was there died in 2009. Der letzte Mensch, der dort war, starb 2009. So the regime was safe and the Allies were safe. Und so war das Regime safe und die Alliierten auch. And Germany would remain the best cash cow in the entire world. Und so blieb Deutschland der beste Goldesel auf der Welt. Yes. But Bletchley Park is only the very beginning. Aber Bletchley Park ist nur der Anfang. You see, 6 goals were achieved at Bletchley Park, and the first of them we have to undo Monday night. 6 Ziele wurden dort erreicht in Bletchley Park und das erste Ziel von diesen 6 werden wir am Montagabend enthüllen. For Germans, your forefathers, your Ahnen und Urahnen, were very important to you. Für Deutsche sind unsere Vorfahren, die Ahnen und Urahnen, sehr, sehr wichtig. It's a source of strength for Germans. Das ist die Kraft der Stärke für die Deutschen. Very much a connection to the past. Ganz starke Verbindung zur Vergangenheit. So Bletchley Park cut that root and cut that connection completely. Und Bletchley Park hat diese Wurzeln abgeschnitten, hat die Verbindung komplett abgeschnitten. So we have to do one step at a time in reversing Bletchley Park. Und wir müssen Schritt für Schritt Bletchley Park umkehren. On Monday night, as you're having fun and singing and dancing around the Lagerfeuer, Am Montagabend, wenn ihr einfach Spaß habt und singt und tanzt um das Lagerfeuer herum, a reconnection will take place with your forefathers. wird sich eine neue Verbindung einstellen mit unseren Vorfahren. It's an important first step. Das ist der wichtige erste Schritt. You're going to need their strength, Ihr braucht deren Stärke. and they have missed you. Und sie haben euch vermisst. Then there's another thing we need to do together this summer. Und wir müssen noch eine weitere Sache in diesem Sommer gemeinsam tun. And you can't be free without it.
Und ihr könnt nicht frei sein, ohne das getan zu haben. The perfect storm is of non-human origin, and it gives you the opportunity to be free. Dieser perfekte Sturm, der ist nicht menschlichen Ursprungs und er gibt euch die Möglichkeit, frei zu sein. But it doesn't make you be free. Aber er macht euch nicht von sich aus frei. That will require courage and hard work on your part. Es braucht Mut und harte Arbeit von euch. But there's something we have to do first. And, go ahead. Aber etwas müssen wir vorher tun. I was in the Rhein-Wiesen-Lage the other day, Vor einigen Tagen war ich im Rhein-Wiesen-Lager and I spent time with the 80-year-old man, and he and his wife, they are the caretakers of that place. Ich habe dort einige Zeit verbracht mit einem 80-jährigen Mann und seiner Frau, die damals für das Rhein-Wiesen-Lager zuständig waren. And we looked at the photos from that time, from those days. Wir haben uns Fotos aus dieser Zeit angeschaut. And we looked at where these children were buried. Und wir haben geschaut, wo die Kinder dort begraben liegen. Now, we can say, well, war is a terrible thing. This was an act of war. Na gut, wir können sagen, Krieg ist immer schrecklich und das war einfach ein Akt des Krieges. But that's too simple an explanation. Aber diese Erklärung ist zu einfach. This wasn't an act of war at all. Das war überhaupt kein Kriegsakt. 3.2 million young Germans were marched through the gate of the barbed wire at the Rhein-Wiesen-Lager. 3,2 Millionen junge Deutsche marschierten durch das Stacheldraht bewehrte Tor der Rhein-Wiesen-Lager. And at first, they were happy to be going in. Zu Beginn waren sie noch glücklich, da reingehen zu dürfen. They quickly laid down their weapons, and the war was over. They had survived. There was a great deal of happiness and elation. Sie hatten am Anfang Freude und haben die Waffen niedergelegt. And then something went wrong, very wrong. Und dann ist etwas komplett schief gelaufen. For 8 days, there was no delivery of food, 8 Tage lang gab es keine Verpflegung, no delivery of fresh water, kein frisches Wasser, no medical supplies. keine medizinische Versorgung. They were already very thin from the last few months of the war, these boys. They had been on half rations for almost 6 months. Sie waren bereits abgemagert von den letzten 6 Monaten des Krieges, wo sie nur halbe Rationen pro Tag bekamen. So they looked younger than they really were. Deswegen sahen sie jünger aus, als sie eigentlich waren. But they were young enough. Die waren sehr jung. I saw the graves of a 12-year-old German boy, Ich sah das Grab eines 12-jährigen deutschen Jungen, many others 14 years old. viele 14-Jährige. I would say that maybe half of them were teenagers. Ich würde sagen, mindestens die Hälfte waren Teenager. And these were innocent children. Das waren unschuldige Kinder. Very, very few of these children had ever fired their weapons. Die allerwenigsten davon hatten niemals einen Schuss abgegeben. And many of them went through the gates, arm in arm, and even singing their songs. Und viele von ihnen sind Arm in Arm durch diese Tore geschritten und haben sogar gesungen. And all of their families came to the Rhein-Wiesen-Lager to take them home. Die Familien kamen zu den Rhein-Wiesen-Lagern, um sie dort willkommen zu heißen. There was certainly no reason to keep them. Es gab keinen Grund, sie dort zu behalten. They could do no harm to anyone. Sie hätten niemandem etwas tun können. And they honestly believed they were going home. Und die haben ehrlich geglaubt, dass sie nach Hause gingen. In those first few days, that was the whole conversation among them. In den ersten Tagen wurde nur darüber gesprochen. Playing football, being with their friends, going back to school, being with their families. That was the whole conversation. Wieder Fußball spielen, mit den Freunden zusammen, mit den Freunden spielen, mit der Familie zusammen sein. Darum ging es in den Gesprächen. It took them a couple of weeks to realize that they weren't going home at all. Sie haben einige Wochen gebraucht, um zu erkennen, dass sie nicht nach Hause gehen. So I wrote this down standing there in those fields.
Ich habe das dies hier aufgeschrieben, also Deutschland. So I'll just read it to you. Ich lese es euch vor. Nearly 800,000 young German boys Etwa 800.000 junge deutsche Jungen perished from the face of the earth, verschwanden vom Angesicht der Erde, passing through the Rheinwiesenlager. indem sie durch die Tore des Rheinwiesenlagers gingen. For them, this was the gateway on their path to hell. Für sie war es das Tor, der Eingang zur Hölle. Their perishing out of existence was the beginning of Germany's perishing. Deren Verschwinden aus der Existenz war der Beginn des Verschwindens von Deutschland As a cultural state, als kultureller Staat, as a separate and distinct peoples. als separates und eigenständiges Volk. That still goes on today. Und das setzt sich bis heute fort. But see, what I learned there was that these 800,000 boys all didn't die in that big field. Was ich da gelernt habe, ist, dass nicht alle Jungs dort gestorben sind auf diesem großen It Feld. was even worse than that. Es war schlimmer als das. Anyone in the world who wanted young German slave boys could have them. Jeder in der Welt, der junge deutsche Sklaven brauchte, konnte sie haben. France says we need to clear the minefields. We need to clear up the unexploded bombs. Frankreich hat gesagt, wir brauchen Leute, die die Minenfelder räumen. And so the Americans sent them 1 million young German boys. Und so hat Amerika den Franzosen 1 Million deutsche Jungen geschickt. Very few of them ever returned. Wenige von ihnen kehrten nach Hause. And then Russia and Siberia said, send us 130,000 young German boys. Und die Russen haben gesagt, schickt uns 130.000 Jungs nach Sibirien. So they went off as work slaves. Und die wurden dort als Arbeitssklaven gehalten. Even Australia got in the act. Selbst Australien ging damit rein. Send us 30,000 young German boys. Schickt uns 30.000 deutsche Jungs. We have to clear the desert. Wir müssen die Wüste bereinigen. These boys were passed around like pieces of meat. Diese Jungs wurden herumgereicht wie Stücke Fleisch. They were never properly fed. Die bekamen nichts Vernünftiges zu essen. They were denied the protection of the Geneva Convention. Ihnen wurde der Schutz durch die Genfer Konvention verweigert. Everyone else had protection, Jeder sonst hatte diesen Schutz, but these boys had no protection. aber die Jungs hatten keinen Schutz. Even the International Red Cross was denied access to them. Selbst dem Internationalen Roten Kreuz wurde Zugang zu den Jungs verweigert. In reality, they were murdered by neglect. Sie wurden ermordet, indem man sie einfach vergaß. Because they were German. Denn sie waren Deutsche. There's no other reason for it. Es gibt keinen weiteren Grund dafür. And when their families, hundreds of thousands of their families, tried to come up to the fence, seeing what was happening inside, Als die Familien kamen und sahen, was sich dort in den Rheinwiesenlagern abspielte, Dwight Eisenhower signed an order and put it on the fence, saying any German civilian who got near the fence was to be shot dead immediately, no questions. deswegen erließ Dwight die Eisenhower eine Anordnung und die wurde an dem Zaun angebracht, dass jeder Zivilist, der sich dort näherte, sofort erschossen werden durfte. And grandmothers were shot, and mothers, Großmütter und Mütter wurden erschossen, and wives, and sweethearts, die Frauen und die Liebsten, because they saw what was happening inside the gates, inside the fence, denn die sahen, was sich dort hinter dem Zaun abspielte and their hearts were broken. und ihre Herzen brachen. There were no more tears to be had. Es gab keine Tränen mehr, die das hätten beweinen können. So the boys died alone and lonely Und so starben die Jungs alleine und einsam, because they were German, weil sie Deutsche waren. along the Rhine River of all places. Entlang des Rheines, überall. Now, the 72 million Germans alive at that time were not allowed to even ask questions about this.
Die 72 damals lebenden Deutschen durften dazu nicht einmal Fragen stellen. They were told, leave this alone, ignore it, it doesn't exist. Denen wurde gesagt, schaut da nicht hin, ignoriert es am besten, das existiert nicht. And though they didn't ask questions. Und sie haben keine Fragen gestellt. And 800,000 innocent boys died. 800.000 unschuldige Jungs starben. And sometime late in August and September, we got to make this right. We have no choice. Und dieses Jahr, im späten August, Anfang September, werden wir das berichtigen. Wir haben keine andere Wahl. You need to come with me to the Rhine River and take a 3-hour walk. Ihr solltet mit mir kommen an den Rhein und dort 3 Stunden lang spazieren gehen. A silent walk. Einen stillen Spaziergang. I don't know how to pronounce the word, but I wrote it this morning in my book. Tiefes Schluchzen. Schluchzen. Yeah. Can you pronounce it right? Yes. Ich habe das Wort heute Morgen, ich habe das Wort aufgeschrieben und es lautet tiefes Schluchzen. Because that's what these mothers and wives and these sweethearts felt as they waited for this slow death of their children. Und das ist das, was die Mütter, Frauen, die Liebsten dort gefühlt haben, als sie dem langsamen Tod der Jungs beiwohnten. They couldn't believe that the Americans could do this. Die konnten nicht glauben, dass die Amerikaner das zuließen. Couldn't believe that there would be such uncivilized behavior. Dass sie das taten und dass sie sich so unzivilisiert verhielten. Now I have the authority to call the souls of these boys forth. Ich habe nun die Autorität, die Seelen dieser Jungs hervorzurufen. And on that day that we set for the walk, Und an diesem Tag, an dem wir diesen Spaziergang unternehmen werden, the souls of those boys will be there with us. werden die Seelen dieser Jungs mit uns dort sein. And I don't want a single one of those boys to have to be alone any longer. Ich möchte, dass keine einzige dieser Seelen weiter alleine ist. Almost every one of them died lonely and alone. Fast jeder Einzelne starb einsam und alleine. They didn't think that even other Germans cared about them. Die dachten, dass sich nicht mal die Deutschen mehr um sie kümmern. They couldn't believe what had happened to them. Die konnten nicht glauben, was ihnen dort geschah. Well, I don't believe you can be free unless you come and walk with me on the Rhine that day. Ich glaube nicht, dass ihr frei sein könnt, wenn ihr nicht an diesem Tag mit mir dort am Rhein I think it's an important day in German history. Ich denke, es ist ein wichtiger Tag in der deutschen Geschichte. Well, you say, well, what about all the other atrocities? What about all the other terrible things that happened to us as Germans? Ihr sagt vielleicht, was ist mit den anderen Fürchterlichkeiten, die uns als Deutschen angetan wurden? No, we need to pay attention to this one. Nein, wir müssen uns genau dieser Sache widmen. These are innocent children. Hier geht es um unschuldige Kinder. They should have never entered those gates. Die hätten niemals durch diese Tore hindurchgehen dürfen. And what was done to them was a war crime, and it should have been prosecuted as a war crime. Und was dort getan wurde, war ein Kriegsverbrechen und hätte als solches vor Gericht gestellt werden müssen. So, I want there to be a living German that day for every soul of those boys, a living German to walk with them. Ich möchte, dass für jeden dieser Jungs ein lebendiger Deutscher dort am Rhein ist. It is time now for you to be free and have a sovereign nation. Es ist an der Zeit, dass ihr frei seid und eine souveräne Nation seid. But there's a few other things you're going to have to do to be successful. Es gibt noch einige andere Dinge zu erledigen, um erfolgreich zu sein. I'm asking you to love yourself as Germans. Ich bitte euch als Deutsche zu lieben. I'll tell you what the deal that was made with your grandparents at that time was. Ich sage euch, um welchen Handel es dort ging, welcher Deal das war, der mit euren Großeltern dort ausgehandelt wurde. And Bletchley Park was just the operating system for that deal.
Und Bletchley Park war nur das Operationssystem für diesen Deal, für diesen Handel. Okay. Roosevelt had already approved the Morgenthau Plan. That was his next-door neighbor. Roosevelt hatte den Morgenthau-Plan schon abgesegnet, das waren die Nachbarn. The 50 nations that had declared war on you had unanimously approved it. Die 50 Nationen, die den Deutschen den Krieg erklärt hatten, hatten einstimmig dazu gestimmt. And the Morgenthau Plan solves the German problem forever. Denn der Morgenthau-Plan sollte das deutsche Problem für immer lösen. There's just no more Germans. Es gibt einfach keine Deutschen mehr. But we made you an offer, Aber wir haben euch ein Angebot gemacht. because the Allies didn't want to look bad. Denn die Alliierten wollten ja nicht schlecht dastehen. They said, Germans will let you live, we'll let you survive, Die haben gesagt, die Deutschen, wir lassen euch leben. under one condition. Unter einer Bedingung. You are never German again. Ihr werdet niemals mehr deutsch sein. In order for you to survive, you have to give up yourself. Um zu überleben, müsst ihr euch selbst aufgeben. Well, the surrender was unconditional. The subservience was unconditional. You weren't allowed to ask any questions. Die Unterwerfung war komplett, Niederlage war komplett, ihr durftet keine Fragen stellen. So you took the deal. Und deswegen habt ihr den Deal angenommen. You agreed to be Gegendeutsch or anti-Deutsch, Ihr habt euch einverstanden erklärt, gegen Deutsch, anti-Deutsch zu sein. where every generation of your forefathers before you had loved being German. Während unsere Vorfahren davor Deutschland geliebt hatten und es geliebt hatten, Deutsche zu sein. They thought they were very lucky to be born in this fairy tale land and live here. Für sie war es ein großes Glück, in diesem Märchenland zu leben, in diesem wunderschönen Land. But you were never to say anything good about it. Aber ihr durftet nie etwas Gutes darüber sagen. You could be zweitklassige Amerikanisch if you want, Ihr könntet zweite Klasse Amerikaner sein, wenn ihr wollt. or you could be zweitklassige Europäisch if you want. Oder zweite Klasse europäisch. But don't dare be erste Klasse Deutsche. Aber seid bloß nicht erste Klasse Deutsche. And you've kept your bargain. Und ihr habt den Handel beibehalten bis heute. That's why you are easily controlled by a news media that is horribly unbalanced. Deswegen seid ihr so leicht kontrollierbar von den Nachrichtenmedien, die komplett aus dem Gleichgewicht geraten sind. And a regime that uses fear to keep you obedient. Und von einem Regime unten gehalten zu werden durch die Angst. So I need you to once again give yourself permission to love yourself as Germans. Und deswegen noch einmal, ihr müsst euch selbst die Erlaubnis geben, euch selbst als Deutsche zu lieben. And there's no reason for you not to. Und es gibt keinen Grund, das nicht zu tun. Matter of fact, your true history, if you knew what it was, it would be natural for you to love yourself as Germans. Es ist sogar so, wenn ihr eure wahre Geschichte kennen würdet, dann wäre es ganz natürlich, euch als Deutsche selbst zu lieben. But you don't know what your history is, Aber ihr kennt eure Geschichte nicht, because we rewrote it, denn wir haben sie umgeschrieben, making it dark and confusing, haben sie dunkel und verwirrend gemacht leaving you always off balance. und euch immer damit aus dem Gleichgewicht gebracht. And you've had your part in this. Und ihr hattet auch euren Anteil daran. You've been walking around feeling sorry for yourself for a long time now, Ihr seid jetzt lange Zeit rumgelaufen, habt euch selbst bemitleidet. accepting the fact that there's a dark cloud somewhere, Habt einfach die Tatsache akzeptiert, dass es da eine dunkle Wolke irgendwo gibt. and every time you're told to feel shame, you feel it. Und jedes Mal, wenn du Scham oder Schande fühlen sollst, wird es dir gesagt, And if you're told to feel guilt, you feel it. und wenn dir gesagt wird, du musst dich schuldig fühlen, fühlst du dich schuldig. The best thinking people in the world, Die am besten denkenden Menschen auf der Welt feeling guilty about something that they did not do, fühlen sich schuldig für etwas, was sie nicht getan haben. feeling shame about something they had nothing to do with. Schämen sich für etwas, womit sie nichts zu tun hatten. In reality, you are as innocent as fresh white snow.
In Wahrheit seid ihr so unschuldig wie frischer weißer Schnee. There's not a single reason for you to feel the way you do feel, Es gibt keinen einzigen Grund dafür, sich so zu fühlen, wie du dich fühlst. except for a massive psychological operation from the Allies at Bletchley Park. Abgesehen von dieser massiven psychologischen Operation, die in Bletchley Park ausgeführt wurde. So why did they have to do this? Warum mussten die das tun? Why did they have to bring 220 of the brightest people in the world together at one place? Warum mussten sie 220 der schlauesten Menschen aus der ganzen Welt an einem Ort zusammenführen? And virtually destroy and rob your language, Die haben eure Sprache zerstört und geraubt. throw out your wonderful education system and put in an allied one? Haben das wundervolle Bildungssystem rausgeschmissen und ein alliiertes dafür implantiert. Steal over 750,000 patents, copyrights, and intellectual property? Sie haben über 750.000 Patente und geistiges Eigentum jeder Art gestohlen. Completely destroy over 35,000 books and stories, school books and music books? Über 35.000 Bücher, Schulbücher, Musikbücher und so weiter zerstört. Create an internal system so that you would be negative towards each other, but not towards the Allies? Haben ein internes System kreiert, in dem ihr gegeneinander negativ seid, aber nicht gegen die Alliierten. This is a huge and massive, expensive effort. Das ist eine gigantische und teure Anstrengung. Never again has anyone attempted such a thing. Never. Niemals mehr wurde eine solche riesige Anstrengung unternommen. And remember, it was designed so you could never find out about it. Und es ist ja so, sie wurde designt, damit ihr das nicht herausfinden könnt. You thought the way you lived was just the way Germans have always lived. Ihr habt gedacht, dass die Deutschen immer schon so gelebt hätten. You didn't realize it's actually the opposite of the way Germans have always lived. Ihr habt nicht erkannt, dass es eigentlich das Gegenteil von dem ist, wie Deutsche bis dahin gelebt hatten. So, in order to be free, you have to understand why Bletchley Park did what they did. Um frei zu sein, müsst ihr also verstehen, warum Bletchley Park das gemacht hat, was dort geschah. Nearly all peoples on earth, they have a reason, they have an identity, they have a reason to exist. Fast alle Völker auf der Erde haben einen Grund zu existieren. My wife and I had our anniversary in Israel a couple years ago. Vor einigen Jahren haben meine Frau und ich unser Jubiläum in Israel gefeiert. And it was fun watching all those school children in their little hats dancing and singing Israeli songs on their buses and walking to school. Und es war schön, die israelischen Kinder da zu sehen mit ihren kleinen Hütchen, die haben da gesungen und sind zur Schule gewandert. And every 18-year-old young woman and young man getting into uniform and laughing and once again, it was a joy for them. Und die 18-jährigen Jungs und Mädchen haben ihre Schuluniformen angezogen und es auch da. Es war Because Freude da. they had a simple national identity and they knew what it was. Weil sie eine einfache nationale Identität hatten und die wussten genau. And they felt good about it because it benefited the whole world. Und sie fühlten sich gut damit, weil es auch einen Nutzen für die ganze Welt hatte. They were the protectors of God's Word. Sie waren die Beschützer des Wortes Gottes. But I propose to you that your identity is equally as simple and equally as important as Israel's identity. Und ich schlage euch vor, dass eure Identität genauso einfach ist und genauso wichtig ist wie die Identität Israel. And you've been doing it consistently since there were Germans on this earth. Und das habt ihr früher so gemacht, seit es Deutsche auf der Erde gab. And the history books we destroyed were full of the truth about this. Und die Geschichtsbücher, die wir zerstört haben, die waren voll dieser Wahrheit. You see, you are the creators of beauty for the world. Ihr seid die Schöpfer der Schönheit für die Welt. And no one else can do what you do Und niemand sonst kann das tun, was ihr tut, when you're German. wenn du Deutsch bist. But now we have a 75-year black hole. Jetzt haben wir ein 75 Jahre währendes schwarzes Loch. You have been homeless people Ihr seid heimatlos, without an identity, ohne Identität. walking around schief gelaufen, Lauft rum und sagt, schiefgelaufen. and the entire world has suffered from it. Und die ganze Welt leidet darunter. Because the people who did Bletchley Park had one thing in common.
Denn die Leute, die Bletchley Park gemacht haben, hatten eins gemeinsam. I was with them every day Ich war mit denen jeden Tag zusammen, for months. monatelang. They all hated Germans. Die hassten alle die Deutschen. And they felt Germans had to be destroyed for world peace and prosperity. Und die hatten das Gefühl, die Deutschen müssen zerstört werden für den Weltfrieden und Wohlstand. And they thought their cause was the great noble cause of the world. Und die dachten, dass ihr Grund, das zu tun, was sie taten, wäre ein nobler Grund, um der Welt zu helfen. Because they knew what was in the history books. Denn die wussten, was in den Geschichtsbüchern stand. No one could compete with you. Niemand konnte in Wettbewerb treten mit uns. So they had to do away with you. Deswegen mussten sie uns wegschaffen. And you cannot murder Germans from outside. That's impossible. Nobody could do that. Und man kann die Deutschen nicht von außen zerstören und töten. Das schafft niemand. A word came to me about you the other day. Ein Wort tauchte auf in Bezug auf euch vor kurzem. Yeah. Unbeugsam. 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 Nobody can murder you from outside. So these people who hated you decided to commit suicide from inside. Und da euch niemand von außen töten konnte, haben euch die Leute in Bletchley Park dazu bringen wollen, von innen Selbstmord zu So they took a division in the German soul and they exaggerated it. Sie haben die deutsche Seele geteilt und haben das Ganze dann noch verstärkt. And they made you your own worst enemy, Und sie haben euch selbst zu euren größten Feinden gemacht. turning your gifts against yourselves. Und haben eure Gaben gegen euch gerichtet. Brilliant, clever plan. Ein brillanter, cleverer Plan. And because you were flat on your face, because all of your beliefs had been taken away from you, Weil ihr auf dem Gesicht lagt, weil alle eure Glaubenssätze von euch genommen worden waren. well, the psychological operation was very, very successful. War diese psychologische Operation sehr, sehr erfolgreich. We just created a whole new kind of human being within these borders. Wir haben innerhalb dieser Grenzen ein ganz neues menschliches Wesen erschaffen. And we knew that over time, with this suicide mentality that you had, that you would just simply cease to exist. You would perish as a people. Und wir wussten, dass im Laufe der Zeit mit dieser Selbstmordmentalität ihr irgendwann als Volk verschwinden werdet. And they almost got it done. Und sie haben es fast geschafft. You were within a few years of forgetting what it was like to even be a German. Es hätte nur noch ein paar Jahre gebraucht, bis ihr vergessen hättet, was es bedeutet, Deutscher zu sein. And disconnected from your forefathers, you weren't going to find out. Und abgeschnitten von euren Vorfahren, von den Ahnen, hättet ihr es nicht herausfinden können. And just when the world order thought it was completely safe, Und als die Weltordnung dachte, jetzt sei das Ganze gelaufen, and Germans would always stay small and down, die Deutschen würden immer klein und unten bleiben, then their worst nightmare showed up. dann tauchte ihr schlimmster Albtraum auf. Me. William. A witness from the Allies who loved Germans. Ein Zeuge von den Alliierten, der die Deutschen liebt. And loved them enough to be willing to give up my life for them. Und sie genügend liebt, um willens zu sein, mein Leben für sie aufzugeben. Oh, that's the deal I've made. Das ist der Deal, den ich gemacht habe. Well, I won't stop until you're free. Und ich werde nicht aufhören, bis ihr frei seid. Bletchley Park isn't the end of this. Bletchley Park ist nicht das Ende. But I don't come to you with words alone. Aber ich komme nicht nur mit Worten zu euch. I would be a fool if I did that. Ich wäre ein Narr, wenn ich das tun würde. I come to you with the power to get this done, Ich komme zu euch mit der Power, das zu schaffen. and a demonstration of that power. Und eine Demonstration dieser Power. And in the early stages, when you're starting to stand on your feet and get your courage back, In den frühen Stadien, wenn ihr anfangt, wieder auf euren eigenen Füßen zu stehen und euren Mut zurückholt, if your enemies decide to cause you trouble and see if they can put obstacles in your way,
Wenn eure Feinde sich dann entscheiden sollten, euch Probleme zu machen und euch Hindernisse in den Weg zu werfen, then they'll run into me, dann laufen sie in mich hinein. and I will protect you. Und ich werde euch beschützen. And they will lose, Und sie werden verlieren. and then they'll leave you alone, Und dann lassen sie euch zufrieden. at least for a while. Zumindest für eine gewisse Zeit. Everything is now ready to begin, Alles ist jetzt vorbereitet, damit es beginnen kann. but what if you don't want to be free? Was aber, wenn ihr nicht frei sein wollt? What if feeling bad has become a habit for you? Was wäre, wenn dieses sich schlecht fühlen zur Gewohnheit geworden wäre? And all of a sudden, if wonderful good fortune came to you and you started feeling good, Wenn dann plötzlich dieses wunderbare Gefühl, dieses Glücksgefühl käme, what if that made you terribly uncomfortable? wenn euch das ganz, ganz furchtbar unangenehm wäre? What if you didn't want it? Was, wenn ihr das nicht wollen würdet? What if you wanted to be happy slaves? Was, wenn ihr glückliche Sklaven sein wollt? Being occupied is easy. Besetzt zu sein ist ganz leicht. All you got to do is keep your mouth shut, Du musst nur die Klappe halten, go to work, arbeiten, be obedient, dich unterwerfen, don't ask questions, keine Fragen stellen. certainly never say anything good about Germany Und mit Sicherheit niemals was Gutes über Deutschland sagen. or those terrible, terrible words. Oder diese ganz schrecklichen Wörter. I am proud to be German. Ich bin stolz, Deutscher zu sein. Wow. Oh. That's a major crime in Germany to say that. Das ist ein Kapitalverbrechen, das in Deutschland zu sagen. You can lose your job. Kannst deinen Job verlieren. The police start paying attention to you. Die Polizei überwacht dich. And you start talking about your real history. I mean the real history. Now you're even in bigger trouble. Und wenn du über die wahre Geschichte, also die wahre Geschichte Deutschlands sprichst, dann hast du richtig großen Ärger am Hals. You're crossing the fine line. Da überschreitest du diese ganz schmale Linie. Yeah. Well, what's in those history books is pretty amazing. Sich diese Geschichtsbücher anzuschauen, ist echt erstaunlich. In every single area of human activity over century after century. In jedem einzelnen Bereich der menschlichen Geschichte über die Jahrhunderte hinweg Germans have always dominated. haben die Deutschen immer dominiert. German speakers, German thinkers. Die deutschen Sprecher, die deutschen Denker. You always create beauty. You create beauty in science, in literature, in music. Ihr schafft immer Schönheit in der Wissenschaft, in der Literatur, in der Musik, in medicine, in engineering. Any area you want to look at, I will demonstrate to you German beauty. in der Medizin, im Ingenieurswesen, wo immer ihr auch hinschaut. Ich kann euch zeigen, dass ihr dort Schönheit erschafft und erschaffen habt. And there's only a very few Germans in the world. Und es gibt nur so ein paar wenige Deutsche auf der Welt. So the whole world's been asking this question. Deswegen hat sich die ganze Welt die Frage gestellt. Why do Germans dominate everything? Warum haben die Deutschen alles dominiert? Why is it when we go and listen to German music that it's like we're being lifted out of the auditorium to another world? Warum fühlt es sich so an, wenn wir deutsch komponierter Musik zuhören, als würden wir aus dem Auditorium erhoben werden? How do they do it? The question is. Wie machen die das, ist die Frage. No human being could write Beethoven's Ninth. Kein menschliches Wesen könnte Beethovens Neunte. Nobody could write the magic flute. Niemand könnte die Zauberflöte schreiben. Out of the top 300 musical geniuses in the entire world, Aus den 300 Top-Genies auf der ganzen Welt 187 are German. sind 187 Deutsche. You don't think people notice that? Glaubt ihr, dass die Menschen das nicht And erkennen? the first time they read Goethe or Wieland or Schiller or Kant or Rilke, first time they read, Und wenn sie zum ersten Mal Goethe oder Kant, Schiller oder Rilke lesen, and they say, no human being could have written this. This is at a different level than other writing. dann sagen sie, kein menschliches Wesen hätte das geschrieben haben können. Das ist ein anderes Level des Schreibens. Now go back and look at your scientists through the ages and how they were always 10 years ahead, 8 years ahead in producing beautiful things.
Dann schaut euch die Wissenschaftler auf der Erde an, wie die Deutschen immer 8 bis 10 Jahre ihrer Zeit voraus waren, wunderschöne Dinge zu erschaffen. And nobody knows how your engineers produce what they produce. Keiner weiß, wie eure Ingenieure das produziert haben, was sie da produziert haben. Now, I'll tell you exactly how Germans have done it for centuries. Und ich kann euch genau sagen, wie die Deutschen das seit Jahrhunderten Because getan haben. you live in a special land. This land is yours. It's a special place. Ihr lebt auf einem besonderen Land, das ist ein ganz besonderer Ort. It has beautiful deep forest, lakes, rivers, pastures. Diese wunderschönen tiefen Wälder, die Seen, die Flüsse, die Landschaften. And you are part of that. You're not separate from it. You don't just live on this land. You are part of this land. Und ihr lebt nicht nur auf diesem Land, ihr seid Teil dieses wunderschönen Landes. And when Germans are Germans, they have a great romantic side to them. They always have had a great romantic side to them. Und wenn die Deutschen wirklich Deutsche sind, dann haben sie eine ganz starke romantische Seite. And they love to go out into their land Und sie lieben es, in ihr Land zu and they look up at the stars schauen sich die Sterne an and they find beauty. und sie finden Schönheit. They see beauty. Sie sehen Schönheit. But they're not satisfied to leave it up there. Aber sie sind nicht damit zufrieden, das da oben zu lassen. Because they're Germans, they want to bring it down to earth. Weil sie Deutsche sind, wollen sie diese Schönheit auf die Erde bringen. And they alone have the precise language to do so. Und sie alleine haben die präzise Sprache, das tun zu können. They can take these beautiful abstract things and they can bring them down and make them concrete. Sie können diese wunderschönen abstrakten Dinge herunterbringen und etwas Konkretes daraus machen. They can add shape and form to them Können dem Ganzen eine Form verleihen. because they alone have the language to do it. Denn nur die Deutschen haben die Sprache, dies zu tun. And when they are educated on a German foundation, Und wenn sie mit deutscher Bildung ausgestattet sind, they have math and science and engineering skills at a young age. haben sie schon in jungen Jahren mathematische, wissenschaftliche And they are trained in a broader cultural world than others. Sie sind in einer breiteren, breiter aufgestellten kulturellen Welt erzogen worden. Not uncommon at all for German children in the past at 10 to be able to play Beethoven on the piano or Bach on the cello. Not uncommon at all. Es war gar nicht ungewöhnlich, dass Kinder in der Vergangenheit Beethoven oder Bach auf dem Cello spielen. And then Germans have another thing about them, and that is when they see beauty and they're trying to create the beauty, and they have the education to make beautiful systems around it, they're never satisfied with the beauty. Und dann haben sie noch eine Eigenschaft, die Deutschen. Wenn sie Schönheit sehen, aus dieser Schönheit etwas machen, daraus etwas Schönes kreieren, gestalten, schöpfen, dann sind sie niemals zufrieden mit dieser Schönheit. And it drives them nuts until they can make it more beautiful. Und das macht sie irre, bis sie es nämlich noch schöner machen können. That's the Tüftling. They always trying to improve it. Das sind die Tüftler, die versuchen es immer wieder besser zu machen. Yeah. And then the Germans have one other asset. They have a warm, open, generous heart. Die Deutschen haben noch etwas Besonderes, ein warmes, offenes und sehr großzügiges Herz. Yes. And they've had this from the beginning of Germanness. Und das hatten sie von Beginn des Deutschseins. And it's still there today. Und das ist da bis heute. So even though they've got it, they have the system, they have the creation, they have the beauty the way they want it, they're never happy until they share it with the world. Und obwohl sie alles haben, das System, die Fähigkeiten, es zu erschaffen und diese Schönheit in die Welt zu bringen, sind sie nicht zufrieden, bis sie es mit der Welt teilen können. The German is never greedy, ever. Der Deutsche ist niemals gierig And they are never money-oriented, primarily, ever. und niemals primär geldorientiert, They're oriented to an entirely different way of thinking. sondern sie sind auf eine ganz andere Art des Denkens orientiert. So sharing this beauty with the world makes Germans feel good. Wenn wir diese Schönheit mit der Welt teilen können, dann macht uns das ein gutes Gefühl. It's very satisfying. Das ist sehr befriedigend. And the world loves it Und die Welt liebt es. because they can't go anywhere else to get it Weil sie nirgends hingehen können, um es zu bekommen. unless you cease to exist. Es sei denn, ihr hört auf zu existieren. Then they have to live in mediocrity. Dann müssen sie in der Mittelmäßigkeit. And they've been asking for 7 decades. Und seit 7 Jahrzehnten fragen sie, What happened to the Germans? was ist mit den Deutschen passiert? Did they fall asleep? Sind die eingeschlafen? Did they commit suicide? Haben die Selbstmord begangen? Where are they? Wo sind die? And you can't answer the question. Und ihr könnt die Frage nicht beantworten. And now it's time for you to come out of hiding again.
Und jetzt ist es Zeit, das Versteckspiel zu beenden. Everything you need to create the beauty is still right there in you. Alles, was ihr braucht, um Schönheit zu erschaffen, ist in euch. It's just that someone from a foreign land who hated you told you a huge lie. Und es ist so, dass jemand aus einem fremden Land euch eine gigantische Lüge erzählt hat. There was no one who loved you enough to come and tell you the truth. Und es war niemand da, der euch genug liebte, um euch die Wahrheit mitzuteilen. All those boys were allowed to die because they were German. Diese Jungs mussten sterben, weil sie Deutsche waren. Who cares about Germans? Wer kümmert sich um Deutsche? Not much different today. Heute ist es nicht großartig anders. But now you're going to have the opportunity to be free. Aber jetzt habt ihr die Möglichkeit, die Gelegenheit, frei zu sein. And when Germans are free, they start creating again. Und wenn die Deutschen frei sind, fangen sie wieder an zu erschaffen. But they first have to start loving again. Aber zuerst müssen sie anfangen zu lieben. And there's no use loving something abstract. Es hat keinen Sinn, was Abstraktes zu lieben. I was worried a few years ago Vor ein paar Jahren habe ich mir Sorgen gemacht. that the modern German had turned love into an engineering concept, Dass der moderne Deutsche Liebe in ein Ingenieurskonzept verwandelt hätte, as versus a human experience. anstelle einer menschlichen Erfahrung. The modern German loves to complicate everything, Der moderne Deutsche liebt es, Dinge zu verkomplizieren, but never deal with it at the heart level. aber niemals auf der Herzensebene damit umzugehen. That's off limits. Das wird nie gemacht. Well, not anymore. Nicht mehr. Because if you can't love yourself as Germans, Denn wenn ihr euch nicht als Deutsche lieben könnt and you can't love other Germans just as they are, und andere Deutsche nicht lieben könnt, so wie sie sind, and if you can't start saying positive things about other Germans, wenn ihr keine guten Dinge über andere Deutsche sagen könnt and never say another negative word about them, und niemals mehr ein negatives Wort über das, then you will not be successful at being free. dann werdet ihr nicht erfolgreich Because sein. your protection this time is love. Denn euer Schutz ist diesmal Liebe. Previous generations, they had these gifts. Die vorhergehenden Generationen hatten diese Gabe. For 20 years prior to World War I, you were the export masters of the whole world. 20 Jahre vor dem Ersten Weltkrieg wart ihr die Exportweltmeister. Now, that generation had these gifts. Diese Generationen hatten diese Gabe. You rebuilt your country after World War I in less than 10 years. Ihr habt euer Land nach dem Ersten Weltkrieg in weniger als 10 Jahren wieder aufgebaut. Bigger, better, and stronger than before. Größer, besser und stärker als zuvor. Once again, the whole world is amazed. How do the Germans do it? Die ganze Welt wundert sich wieder, wie machen die Deutschen? It's because they're Germans. Weil sie Deutsche sind. Before World War II, you're the export masters of the world. Vor dem Zweiten Weltkrieg wart ihr die Exportweltmeister. You're number one and number two in everything you do. Ihr seid Nummer 1 und Nummer 2 in allem, was ihr tut. And no one can compete with you. Und niemand kann And people are jealous of you. Menschen sind eifersüchtig. And they're envious of you. Und sie sind neidisch. And the people who live for money, Diejenigen, die für Geld leben, you're shining a light on them. auf die lasst ihr ein Licht strahlen. Because Germans live for families. Denn die Deutschen leben für die Familie, They live for future für generations. die zukünftigen Generationen, They live for integrity. für die Integrität, They live for work ethic. für die Arbeitsethik. And the money people don't like any of those things. Und die Geldleute mögen das alles nicht. So, we do away with you permanently. Also weg mit euch, endgültig. But they failed. Aber sie haben versagt. And I want to remind you, when one German suffers, all Germans suffer. Ich möchte euch daran erinnern, wenn ein Deutscher leidet, leiden alle Deutschen. You can't ignore your brothers and sisters in this country. Du darfst deine Brüder und Schwestern in diesem Land nicht ignorieren. They're part of your family. Sie sind Teil deiner Familie. And you're going to need them desperately. Und du wirst sie dringend brauchen. And they're going to need you. Und sie werden dich brauchen. So I need to bring you into unity. Deswegen muss ich euch in die Einheit bringen. And Bletchley Park, it divided you. It made you feel alone and isolated. Und Bletchley Park hat das Gegenteil gemacht. Es hat dir das Gefühl gegeben, alleine, isoliert zu sein. Just like it did with those boys out in that field in the Rhine-Wiesenlager. Wie es das mit den Jungs in den Rheinwiesenlagern gemacht hat. And you've been slowly dying ever since. Seitdem sterbt ihr langsam vor euch hin. Now it's time for you to live Jetzt ist es an der Zeit zu leben. and really live. Wirklich zu leben. And the whole world will benefit from it Die ganze Welt wird daraus Nutzen ziehen. because you'll share everything you do. Denn ihr teilt alles, was ihr tut.
because your heart is good. weil euer Herz gut ist. Bletchley Park says, inside the Deutsche Seele, there's darkness, and the world will be in danger again if Germans are ever strong. Und Bletchley Park hat gesagt, in der deutschen Seele ist Dunkelheit und die Welt wird daran leiden. The whole world believes this story. Die ganze Welt glaubt die Geschichte. As long as you stay weak and down, Solange du übel, schwach und the world is safe. ist die Welt sicher. Bletchley Park told a lie. Bletchley Park hat eine Lüge erzählt. The whole thing was a lie. Die ganze Sache war eine Lüge. And it was based upon hatred. Und es war auf Hass aufgebaut. Hatred from people who didn't know who you were. Hass von Menschen, die nicht wussten, wer ihr seid. They didn't realize the unintended consequences of what they were doing. Die haben die unbeabsichtigten Konsequenzen dessen, was sie getan haben, nicht übersehen. Now Bletchley Park has to be reversed. Deswegen muss Bletchley Park umgekehrt werden. And we'll start this summer, the summer of freedom. Und in diesem Sommer beginnen wir, im Sommer der Freiheit. I'm going to stop for a moment. Ich werde einen Moment innehalten. I come 7,600 kilometers to be with you. Ich bin über 700 Kilometer gefahren, um hier bei euch zu And sein. I will stay with you tonight as long as it takes for you to be comfortable. Und ich bleibe heute Abend so lange, wie es für euch gut ist. I'll answer every question. Ich werde jede Frage beantworten. Please, questions. Bitte schön. Fragen. Go ahead, sir. Sie hatten gesagt, am 21. Mai in einem Vortrag, also in einem Gespräch, dass die Deutschen keine guten Sklaven sind. Aber mein Eindruck ist in 59 Jahren, dass sie schon sehr, also so untertänig sind. Die Frage ist es nur anerzogen? Ist der Deutsche wirklich kein guter Sklave? Hat er keine Tendenz zur Untertänigkeit? Das ist so meine Sache, die mich schon seit vielen Jahrzehnten beschäftigt. So the question is, in talk in May, you mentioned that Germans were not good slaves. But the gentleman says he realized in his 59 years that there are obviously many Germans who are. Is that a trained slave? Yes, we've done everything we can to train you to be different than what you really are. Wir haben alles getan, um euch zu trainieren, anders zu sein, als ihr wirklich seid. Germans make terrible slaves. Deutsche sind ganz, ganz schlechte The Sklaven. Germans love to be free, and they love to feel free, Deutsche lieben es, frei zu sein, sich frei zu fühlen. and they love to have fun. Und sie lieben es, Spaß zu haben. They love to laugh. Sie lieben es, Lachen. That's why at the Lagerfeuer, I want you to have fun that night. Deswegen möchte ich, dass ihr am Lagerfeuer Spaß habt. And that will be attractive to your forefathers, Das wäre sehr attraktiv für eure Vorfahren, who knew how to have fun. die wussten, wie man Spaß hatte. Okay. But we have done everything we can to train you so that you would be different than what you really are. Aber wir haben alles getan, euch so zu trainieren, dass ihr anders seid, als ihr ursprünglich gemeint wart. We did a massive brainwashing on you. Da geht es um eine massive Gehirnwäsche. And it starts at the day of your birth. Das beginnt mit dem Tag der Geburt. And it's sophisticated. Das ist sehr, It's professional, and it never ends. sehr professionell und hört niemals auf. But you know what? It hasn't touched the Deutsche Herz. It hasn't touched the Deutsche Seele. Those are all still intact. Aber das deutsche Herz wurde nicht berührt, genauso wenig wie die deutsche Seele. Die sind noch intakt. Ihr seid ein Volk mit Kämpferherz. That's the German people. Ein Volk mit Kämpferherz. You're not slaves. Ihr seid keine Sklaven. Living in an occupied country is not natural to you. In einem besetzten Land zu leben ist nicht natürlich für You uns. just didn't know who to believe. You didn't know who to trust. Ihr wusstet nur nicht, wem ihr glauben solltet, wem ihr vertrauen solltet. So you stayed quiet and waited. Deswegen habt ihr euch ruhig verhalten und habt gewartet. And I've had to wait for you. Ich musste auf euch warten. I've waited for 76 years for you. Ich habe 76 Jahre auf euch gewartet. I've grown old waiting for you. Ich bin alt geworden, indem ich But auf you euch weren't gewartet ready. habe. You weren't ready. Ihr wart noch nicht bereit. If I came here 2 years ago and said what I'm saying tonight, Wenn ich vor 2 Jahren hierher gekommen wäre und das gesagt hätte, you wouldn't sit there and listen to it.
Was ich hier gerade gesagt habe, würdet ihr nicht But wissen. now you are sitting and you're listening. Und jetzt sitzt ihr hier und ihr hört zu. Because it's now time for you to listen. Denn jetzt ist es an der Zeit. Your curiosity is coming free. Eure Neugierde entfaltet sich. Your Germanness is starting to stir again. Euer Deutschsein rührt sich wieder. But you can't believe that if you really did become strong, Aber ihr könnt nicht glauben, wenn ihr wirklich stark werdet, that you wouldn't get scorched again by those who are jealous of you. dass ihr nicht wieder zerschlagen werden würdet von denen, die auf euch eifersüchtig But sind. it won't happen this time, Aber diesmal wird es nicht geschehen. because this time you have love at the center of what you're doing. Denn diesmal habt ihr die Liebe im Zentrum dessen. And your enemies don't know what to do with love. Und eure Feinde wissen nicht, was sie mit der Liebe tun sollen. They don't even know what it looks like. Die haben nicht mal eine Ahnung, wie die aussieht. And they're helpless against it. Und ihr seid hilflos dagegen. So this time you are secure. Diesmal seid ihr sicher. I promise you. Das verspreche ich euch. Okay, who had another question? Yes, ma'am. First, I want to thank you for being here. Ja, ich wollte das nur die Begrüßung möchte ich auf Englisch machen. My name is Bettina. Ich erlebe im Moment ja genau dasselbe wieder hier in Deutschland, was Sie sprechen, was die Vergangenheit betrifft, dieses Programm der Kontrolle. So ist es einfach. Das ist ganz gut so Satz für Satz, wenn es länger ist, ja. So lady says she now sees the same things happening, what you just mentioned, that people are under control. Ich erlebe ein zutiefst traumatisiertes Deutschland gerade, And Germany is traumatized. wo die Regierung das geschafft hat, innerhalb von 1,5 Jahren Menschen dazu zu bringen, Masken zu tragen und sich gegenseitig zu diffamieren. Government was able to make us wear masks and just be mean to each other, basically. Und ich spreche jetzt von den Deutschen und das sind auch meine Brüder und Schwestern und ich spüre eine ganz große Spaltung. I talk about Germans, my brothers and sisters, but I feel a huge division in Germany. Dass all die Menschen, so wie wir jetzt hier zum Beispiel, völlig anders denken und diesen Maskenwahn, sage ich jetzt mal, nicht mitmachen, auch von meinen Mitmenschen hart angegriffen werden teilweise. For the people like us who don't fall for the madness of masks, for example, we are being attacked by many people. I know that, Und ich yes. sehe auch diese ganze Impfkampagne gerade. Die Menschen, die stehen Schlange an den Impfzentren. We see the vaccination campaign, people are queuing up. Und mich entsetzt das zutiefst. Mich macht es manchmal ärgerlich. Mich macht es zutiefst traurig, dass es möglich ist, Deutsche wieder in so etwas reinzuzwängen. I'm speechless, I'm getting mad sometimes, I'm angry, and I see that it's possible to put Germans into this situation again. Dass sie es ungefragt mitmachen. So they just, comply and do what they're told. Und das ist egal, wenn ich jetzt einen Menschen anspreche. Die meisten Menschen wollen es gar nicht hören. Die vertrauen der Regierung. When I talk to people, they don't want to listen to it, they don't want to hear it, they just trust the government. Meine Frage ist, ich kann im Moment, ich sehe gerade eher, also mich toucht das zutiefst, ich sehe gerade eher, dass Deutschland noch weiter in den Bach runtergeht. My question is, it touches me deeply, and I just see that Germany is going down the drain right now. Well, what you're seeing, most Germans are seeing. Your views are what most Germans are seeing today. Das, was du siehst, das sehen die meisten Deutschen heute. I teach young German college students for 34 years, and 60% of them would grab American citizenship and never return to Germany if they were offered. 60% of your best and brightest 20-year-olds want to run away from Germany. Ich habe 34 Jahre lang Studenten unterrichtet und 60% der 20-Jährigen würden sofort die amerikanische Staatsbürgerschaft annehmen und wegrennen und nicht zurückkommen. You're losing about 225,000 good Germans every year who are just leaving Germany. Ihr verliert jedes Jahr 225.000 Deutsche, gute Deutsche, die einfach das Land verlassen. And unless something changes, that's going to increase next year. Und wenn sich nichts verändert, wird es nächstes Jahr noch mehr werden. You're in a downward spiral, Das ist eine Abwärtsspirale and the controls are increasing, und die Kontrolle verschärft sich. and nobody is listening to you. Und keiner hört euch zu. And now we're going to have another election Und jetzt haben wir die nächste Wahl, that doesn't make any difference to you whatsoever. die für euch keinerlei Unterschied bringen wird. You can flip a coin, and it doesn't make any difference to you. Man kann eine Münze werfen, das spielt keine Rolle. Your regime protects the Allies' system.
Euer Regime schützt das alliierte System. and rarely thinks about you, your family, your needs. Und denkt selten an dich und deine Familie, an eure Bedürfnisse. And I've been with you the whole COVID crisis. Und ich war hier während der gesamten Covid-Krise. In my little county back in Illinois, the county I live in, In meinem kleinen County in Illinois, da wo ich lebe, we don't have any COVID. gibt es kein Covid. We're COVID free. Wir sind Covid-frei. But I've been with you the whole time. Aber ich war die ganze Zeit hier. All 16 Länder I've been with you. In allen 16 Bundesländern war ich. I've went through the craziness. Ich bin durch diesen ganzen verrückten Zustand gegangen. It's enough to drive you nuts. Das kann einen wirklich irre machen. And now COVID's over with all around the world, Und jetzt, wo Covid auf der ganzen Welt vorbei ist, and you're heading into phase 5 or wave 5 or the Delta. It's never going to end here. geht ihr hier in die Phase 5, Welle 5, Delta-Variante. And if it does, there'll just be a new controlling device. Und wenn es damit rum ist, dann gibt es das nächste Kontrolle. Angela Merkel says when 80% of Germans have had both of their shots, Angela Merkel sagt, wenn 80% der Deutschen zweimal geimpft wurden, she said, then I'll give you your freedom back. dann bekommt ihr eure Freiheit zurück. Very generous. Sehr großzügig. And those poor 20% who are deniers, Und diese 20%, die we're going to squeeze them, we're going to shame them, we're going to make them feel guilty, die 20%, die sich nicht impfen lassen wollen, die werden wir zusammen verärchen, denen werden wir Schande überschütten, wir werden sie sich schuldig fühlen lassen, until we get total obedience. bis sie sich komplett unterwerfen. Sound familiar? Klingt das irgendwie vertraut? Sounds familiar to me. Klingt vertraut für mich. Okay? I know how you feel. Ich weiß, wie ihr euch fühlt. That's why the perfect storm has to come. Deswegen muss der perfekte These Sturm people kommen. can't be overcome by anything human. Diese Menschen kann man nicht besiegen mit irgendwas No, Menschlichem. no matter what you do, they've got it covered. Egal was du machst, die haben immer eine Antwort. But they don't have this covered. Aber darauf haben sie keine Antwort. This has the power to set you free. Das hat die Power, euch wirklich frei zu machen. And I will stay with you until I'm certain you're going to succeed. Und ich bleibe bei euch, bis ich sicher bin, dass ihr erfolgreich seid. But I want you to cut the negative conversation. Stop it. Ich möchte, dass ihr aufhört mit den negativen Gesprächen. Hört auf If damit. you're going to say something and another German's going to hear it, make it something positive. Wenn ihr etwas sagt und ein anderer Deutscher hört es, dann muss es was Positives sein. Now, not all Germans are lovable. Nicht alle Deutschen sind wirklich liebenswert. I can tell you that. Kann ich euch versichern. Ich auch. Wir auch. Natürlich. But all Germans are worthy of being loved, Aber alle Deutschen sind es wert, geliebt zu werden. and you can find something good to say about them. Und du kannst etwas Gutes finden, das man nicht And in this negative world of Germany, in dieser negativen deutschen Welt. that one little decent thing you say, one little good thing, Das ist vielleicht diese eine gute Sache. will make their whole day. Und das kann ihren Tag retten. It'll shock them. Das wird sie schockieren. And I want you out of the past entirely. I don't want to hear another word about the past from any of you. Und ich will, dass ihr aus der Vergangenheit herausgeht. Ich möchte von keinem mehr ein Wort über die Vergangenheit hören. It's a trap your enemies set for you. Das ist eine Falle, die eure Feinde euch And gestellt you fall right into it every time. Fallt jedes Mal wieder drauf rein. And every time you come up small and dirty, Jedes Mal kommt ihr klein und schmutzig daraus. feeling miserable. Fühlt euch miserabel. Don't fall into the trap. Fallt einfach nicht in diese Falle. I'm bringing you the best period in all of German history in your future. In your future. Ich bringe euch die beste Periode der deutschen Geschichte in eurer Zukunft. I've already lived there. Ich habe da schon gelebt. There's love and justice. Da herrscht Liebe und Gerechtigkeit. Relationships work. Beziehungen funktionieren. Families stay together. Familien bleiben zusammen. It's a bright, open, beautiful place. Ein heller, wunderschöner, offener Ort. Love makes all things beautiful. Liebe macht alle Dinge wunderschön. Even the grass is greener and the sky is bluer. Das Gras ist grüner und der Himmel ist blauer. The mountains look a little taller. Die Berge sehen ein bisschen höher aus. It's just a wonderful place for you to be. Es ist ein wunderschöner Ort, an dem ihr sein könnt. And there is no coincidences right now. None. Und es gibt keine Koinzidenzen, keine Zufälle. You were born at this very moment to be here in this room
on this night. Ihr wurdet geboren, um heute Abend hier an diesem Ort, in diesem Raum zu sein. But Professor, there's only 4 or 5% of us. We're only a small group. Aber wir sind nur eine kleine Gruppe, 4-5% vielleicht. It's more than enough. Das ist mehr als genug. 96% of your fellow Germans are asleep. I admit it. 96% eurer deutschen Mitbrüder und Schwestern schlafen, ja. But they don't want to be asleep. Aber die wollen nicht schlafen. They don't want to be cowardly. Die wollen keine Feiglinge. They'd rather be here Die wären lieber hier. and feel good about themselves. Und sich gut mit sich selbst Have some self-respect. und Selbstrespekt zu haben. But they're afraid. Aber die haben Angst. And every time they pull the covers down, Wenn sie die Decke runterziehen, they see today's headlines. dann sehen sie die Nachrichten, die Schlagzeilen. And they're afraid again. Dann haben sie wieder Angst. So they put the pillow on their heads. Und dann legen sie sich das Kissen aufs Gesicht. All they're waiting for is to see you go a step ahead of them. Die warten nur darauf, dass du einen Schritt nach vorn gehst. They've been told by the regime that the people who are awake are crazy people, dangerous people, extremist people. Vom Regime wurde ihnen gesagt, dass diejenigen, die vorangehen, dass die verrückt sind, dass die Querdenker sind, heißt es auf Deutsch mittlerweile. Well, why don't you try looking around for a moment? Okay, warum schaut ihr nicht? Look around the room. Schaut euch mal hier im Raum. This is my 154th meeting. Das ist mein 154. Meeting. Every single meeting, whether there's 40, 50, 60, 70, or 80, these are attractive, normal Germans who want to be free. In jedem Meeting, ob da 40, 50, 60, 70, 80 Deutsche sind das attraktive Deutsche, die frei sein wollen. So when the 96%, next time they peek out from under the covers, Und die 96%, wenn ihr wieder mal die Decke so ein bisschen lüften, they're going to be looking for you. dann sehen sie euch. And they're going to want to know if you're halfway normal, Dann wollen sie wissen, ob ihr halbwegs normal seid. halfway, Halbwegs. and if you are, Und wenn ihr das seid, then maybe it's okay to be German again. dann ist es vielleicht okay, Deutscher zu sein. Maybe it's okay to love yourself Vielleicht ist es in Ordnung, dich selbst zu lieben, as you were created to be. so wie du erschaffen wurdest zu sein. Maybe you could take a peek into your own history. Vielleicht könnt ihr euch mal eure eigene Geschichte kurz anschauen. Nice, balanced history. Die wirklich balancierte Geschichte. You have every reason in the world to be proud to be German. Ihr habt jeden Grund der Welt, stolz zu sein, deutsch zu sein. Not one of you in this room has harmed a fly. Niemand von euch hat einer Fliege etwas zuleide getan. Not one of you in this room is guilty of anything you're accused of. Niemand von euch ist dessen schuldig, wessen ihr beschuldigt werdet. You have no reason for shame. Ihr habt keinen Grund, euch zu schämen. You have no reason to buy into this negativity that's all around you. Es gibt keinen Grund, ihnen diese Negativität abzukaufen. If you wanted to, you could laugh at it. Ihr könntet darüber lachen, wenn ihr wollt. Because when Germans are Germans, Denn wenn die Deutschen Deutsche sind, they're very courageous. dann sind sie mutig. And fear doesn't bother them very much. Und Angst macht ihnen nichts aus. So the 96% will wake up when they see that you are doing okay. Aber die 96%, die werden aufwachen, wenn die sehen, dass es euch gut geht. And maybe you even say something shocking. Und ihr vielleicht sogar was Schockierendes sagt. I am a German. Ich bin Deutscher. I like being German. Ich mag es, Deutscher zu sein. I'm proud to be German. Ich bin stolz, Deutscher zu sein. That'll wake them up. Das wird sie aufwachen. Aufwecken. What other questions do you have for me? Gibt's noch Fragen? Go ahead, sir. I'll take you right there. What did you specifically do at Deutsche? I don't know how to pronounce it. Die Frage ist, was hat Professor Toel in Bletchley Park getan? What language was he speaking? I didn't recognize. Oh, okay. Okay, good. By the way, the English language is beautiful for selling things and marketing. Also die englische Sprache eignet sich wunderbar, um Dinge zu verkaufen oder zu vermarkten. It's not very good for anything else. Aber sie eignet sich ansonsten für relativ So, wenig. if you could put your questions in German, I love to hear the sound of it. Bitte die Fragen deswegen in Deutsch zu stellen. Ich liebe diesen Klang der deutschen Can you do it, sir? Sprache.
Auf Deutsch? haben Sie im Bletchley Park gemacht? I was an observer at Bletchley Park from the late July of 1943 for about a 5-month period. Ich war Beobachter in Bletchley Park im Sommer 1943, ungefähr 5 Monate lang. Now this young man is thinking like a German. Der junge Mann denkt wie ein Deutscher. He was born in 45. Er wurde 1954 geboren. What's he doing there in 43? Was hat er 1943 da gemacht? Look, I've been with you a very long time. Okay, ich war schon ganz lange bei euch. The perfect storm is not of human origin. Der perfekte Sturm ist nichts von, das menschlich gemacht wurde. And neither am I. Und das bin ich auch nicht. I've been with you in quite a few different periods of time. Ich war bei euch in mehreren verschiedenen Perioden der Zeit. I know about them in great detail. Und ich kenne diese Perioden in ganz großen Details. Living color. In lebendigen Farben. You only see them in black and white. Ihr seht das immer nur in schwarz-weiß. It was a lot more colorful than what you know. Es ist viel farbenfroher, als ihr es euch vorstellen könnt. And I've already been in that future. I've lived in it. Und ich war bereits auch in dieser Zukunft. I couldn't help you if I didn't have these gifts. Ich könnte euch nicht helfen, wenn ich nicht diese Gaben hätte. I've been prepared for a very long time Ich wurde sehr lange Zeit darauf vorbereitet, to help you get free. um euch zu helfen, frei zu sein. I saw what they did. I saw what they ate. I saw who they slept with. Ich habe gesehen, was sie getan haben, was sie dort gegessen haben, mit wem sie geschlafen haben. Yeah. It was a cruel thing they did. Es war grausam, was sie dort taten. They enjoyed every minute of it. Die haben das genossen. What other questions do you have for me? Welche weiteren Fragen gibt es noch? All the way in the back there. Yes, ma'am. Also ich habe eine Frage zu den Kriegsverbrechen an den jungen Deutschen in den Rheinwiesenlagern. Wir haben hier eine Opfer-Täter-Situation und die Opfer brauchen eigentlich, damit sie frei werden, eine Entschuldigung von den Tätern. Die Täter müssen die Tat bereuen, damit die Opfer frei sein können, damit diese Polarität Opfer-Täter aufgewoben werden kann. Moment. So it's about the war crime at the Rheinwiesenlager. Mm-hmm. And the lady says we have victims here on the one side and of course the villains on the other side Mm-hmm. who did torture them or even kill them. And she says that there needs to be an apology to the victims. Yes, there certainly does, but you'll never get an apology. You'll never get any apology. You'll never get any acknowledgement. Also diese Entschuldigung müsste sein, das ist wahr, aber die werden wir nicht bekommen. Now listen carefully. Passen Sie auf, bitte. These boys died according to the Allies because they deserve to die. Diese Jungen sind, wenn man den Alliierten Glauben schenkt, gestorben, weil sie es verdienten. They had it coming to them Das wurde einfach, wurde ihnen so beschert, because they were German. weil sie Deutsche waren. So there's no apology. Es gibt keine Entschuldigung. In the last meeting, a few hours ago, Vor ein paar Stunden im letzten Meeting a very distinguished man stood up. stand ein Herr auf. He said, "Do you think the Allies are really going to let you have that walk on the Rhine Und er sagte, glaubst du wirklich, dass die Alliierten dich da am Rhein spazieren gehen lassen and shine the light on what they did? und den Scheinwerfer darauf zu richten, was sie damals getan haben? They will certainly block you from doing it." Die werden dich doch davon abhalten, das zu tun. Well, that'll prove you're occupied, won't it? Und das würde bedeuten, dass wir gesetzt sind. Oder? That'll be the final proof you need. Das wäre der endgültige Beweis. Der When you can't even walk on your own Rhine River Wenn du nicht mal am Rhein entlang laufen darfst and mourn your own children. und deine eigenen Kinder betrauern darfst, And I would say you truly are slaves. und dann würde ich sagen, ihr seid wirklich Sklaven. I don't think the Allies ought to do that. Ich glaube, die Alliierten werden das nicht tun. But you'll get no apologies, you'll get no peace treaty, you're not getting anything. Du bekommst weder eine Entschuldigung noch einen Friedensvertrag, ihr bekommt nichts. Because that would shine a light on their hero image.
Denn das würde ja den Scheinwerfer auf deren Heldenimage legen. That would put a little bend in their halo. Und dann wäre da so eine kleine Delle im Heiligenschein. Their pure white silk clothing would be stained. Und es würden Flecken auftauchen auf diesem reinen weißen Seidenkleid. And then someone might start looking into other things that they did. Dann könnte jemand auf die Idee kommen, sich andere Dinge anzuschauen, die sie And they don't want that to happen. Das wollen sie auf keinen Fall. This is Deutschland. Das ist Deutschland. This is your nation. Das ist deine Nation. You are part of this nation. Du bist Teil dieser Nation. No one can tell you what to do in your own nation. Niemand hat dir zu sagen, was du auf deinem eigenen Grund und Boden tun kannst. The decisions belong to you alone. Was du zu tun hast, die Entscheidung liegt einfach nur bei dir. And anyone who doesn't agree with that Und wer damit nicht übereinstimmt, maybe doesn't belong here. gehört vielleicht nicht hierher. What other questions do you have? Weitere Fragen bitte. Yes, sir. Go ahead. In meiner Forschung habe ich herausgefunden, dass es zwei deutsche Seelen gibt. Ist Bletchley Park der Grund dafür, für diese Seelenteilung? I found out in my research that there are two different types of German souls. Is Bletchley Park the reason why there are two German souls? Well, if you're talking about the division that came into the German soul, I would agree with you. There was a separation that Bletchley Park saw and took advantage of. I do agree with that. Wenn du darüber sprichst, dass die deutsche Seele durch Bletchley Park geteilt wurde, gespalten wurde, dann stimme ich überein, ja. Are we on the same sheet of music? Good. Sind wir Good. da Yeah. im gleichen Musikstück? Ja. Yeah, but Bletchley Park didn't have to invent a problem. They just had to discover a problem. Aber Bletchley Park musste kein Problem erfinden, die mussten es nur aufdecken, entdecken. This great, warm, open, generous human heart is a part of the Deutsche Seele. Dieses große, warme, großzügige deutsche Herz ist ein Teil der deutschen Seele. But your creative ability is so great Aber deine schöpferische Fähigkeit ist so that groß, about 140 years ago, you begin to create things that weren't like you at all. vor 140 Jahren habt ihr angefangen, Dinge zu erschaffen, die euch gar nicht entsprachen. And the things you created begin to create things. Und die Dinge, die ihr erschaffen habt, haben wieder andere Dinge erschaffen. They were still your responsibility, Das lag immer noch in eurer Verantwortung. but they didn't look anything like you. Aber die haben gar nicht wie ihr ausgesehen. They were cold and technological. Die waren kalt und technologisch. It's like they had a life of their own. Als hätten sie ein eigenes Leben. Yeah. You okay? Okay, fine. Yeah, just sitting Oh, always in the picture of the camera. okay, I got you, sir. No problem. Also während einfach nach links rüber rutschen. Yeah. Okay, there you go. Okay. The last thing we need is another picture of me. Was wir auf keinen Fall brauchen, ist nochmal ein Foto von mir. People say, "Did you see your latest video?" Die Leute sagen, hast du dein letztes No, I haven't seen any of the videos. I look like an old man. So, the German heart remained the same as it is today. It cannot change. Das deutsche Herz ist immer gleich geblieben. Das kann sich gar nicht verändern. But the beauty that you created begin to change, and it begin to move away from your heart. Aber die Schönheit, die ihr erschaffen könnt, die hat sich angefangen, sich von dem Herzen wegzuentwickeln. And it began to do harm to people. Und hat angefangen, Menschen Schaden zuzufügen. So there became a division in the Deutsche Seele. Da gab es also eine Teilung der deutschen Seele. In Bletchley Park, brilliant people said, "Now we got them." In Bletchley Park, da haben die Leute gesagt, jetzt haben wir sie. Will use their own weakness to destroy them. Wir nutzen ihre Schwäche, um sie zu zerstören. And they got it absolutely perfect. Und die haben es perfekt geschafft. So, now that Deutsche Herz, which is never going to change, Jetzt wird dieses deutsche Herz, das sich niemals verändern wird, needs to come back together with your creative genius. muss nun wieder zusammenkommen mit unserem kreativen Genie. So you're not trying to act like someone else in a rat race, Sodass wir uns nicht wie jemand anders verhalten in diesem Rattenrennen, and you can be yourselves in total, in completeness.
Wir können wieder wir selbst sein, total in Vollständigkeit. with the pendulum resting easy in the middle, Und wo wir in der Balance sind, in der Mitte sind, right where it's the most strong. da wo es am stärksten ist. What other questions do you have? Yes, ma'am. Go ahead, please. Wer hilft uns beim perfekten Sturm? Who's going to help us with the perfect storm? The perfect storm has the help for you. It doesn't need any help, but you are going to have to be German again, or the storm won't be able to help you. Der Sturm kann uns nur dann helfen, wenn wir wieder echte Deutsche sind, mutige Deutsche sind. It is sent to you as a free gift. Wird euch als Geschenk, wird euch gegeben. Just like when I tell you I love you, So, wenn ich euch sage, ich it's liebe, hard for you to handle it. es ist schwierig für euch das anzunehmen. You say, why would he love us? Warum sollte der Typ uns lieben? Must be some angle here. Muss irgendwas noch. Why would the perfect storm come to set us free? Warum kommt der perfekte Sturm, um uns zu befreien? Must be something going on. Da ist irgendwas im Busch. That's the modern German. Das ist der moderne Deutsche. You know, I'm not asking you to be anything different than you are. Ich bitte euch nicht, anders zu sein, als ihr ursprünglich seid. All I want you to do is relax. Ich sage euch nur, entspannt euch. Have fun. Habt Spaß. Be German. Seid Deutsche. I mean, do you really believe that your Creator made some huge mistake with you? Glaubt ihr wirklich, dass der Schöpfer einen ganz großen Fehler gemacht hat, euch zu erschaffen? Just somehow made you with bad luck and a dark cloud over your head? Durch ihn erschaffen hat, Mensch ständig Pech und dieser dunklen Wolke über dem Kopf. What kind of creator would that be? Was für eine Art Schöpfer wäre das denn? That's not how you're made at all. So bist du überhaupt nicht erschaffen. I just want you to relax, be yourselves. Entspann dich einfach, sei du selbst. And all of this beauty will start flowing out of you again. Und dann wird diese Schönheit wieder aus dir hervorkommen. And the whole world will say, thank God, the Germans are back. Gott sei Dank sind die Deutschen zurück. They've been waiting for you. Die haben auf euch gewartet. One more question. Noch eine Frage. Okay, go ahead, ma'am, and I'll get you in a sec. Go ahead. Erwähnten zu Beginn, dass es 6 Ziele gab, Park, und es gibt 6 Schritte, dass wir da wieder rauskommen. Mhm. Welches sind diese? Können Sie dazu noch etwas sagen und im zeitlichen Rahmen dazu? Wir sind neugierig. In the beginning you mentioned that there was 6 roles in Bletchley Park, and that it would take 6 steps also to reverse that. And can you share more about those 6 steps? Well, I could go. The little booklet I put up is the complete story. Everything that I saw, everything that I know, is in that booklet. In dem Büchlein, das ich veröffentlicht habe, ist alles drin. Da steht das komplett drin. And it explains the 6 things. Das erklärt auch diese 6. But I've got to keep you focused right now. Im Moment muss ich euren Fokus halten. Because I need you to come into unity. Denn ihr müsst in die Einheit kommen. I need you to be focused on love. Fokussiert auf die Liebe sein. And I need you to be able to step by step accept justice. Und Schritt für Schritt Gerechtigkeit zu akzeptieren. Because you don't expect justice today. Denn ihr erwartet heute keine Gerechtigkeit mehr. So let's do the first couple steps together. Gehen wir die ersten Schritte doch gemeinsam. I'll be here with you. Ich bin hier bei euch. We'll get all 6 of them reversed. Wir werden diese 6 Schritte umkehren. Then you'll be totally free. Dann seid ihr vollkommen frei. Obviously, we got to get your education system back on a German foundation. Offensichtlich müssen wir das Bildungssystem auf die deutsche Grundlage wieder stellen. Hell, for centuries, you were always number 1 or 2 in the world. Über Jahrhunderte wart ihr immer Nummer 1 und Nummer 2 in der Welt. Now you're knocking around number 17 somewhere. Jetzt seid ihr irgendwo, hängt ihr dabei Nummer 17. It's because it's not your system. It's an allied system. Weil es nicht euer System ist, es ist das alliierte System. It doesn't fit you well. Das passt nicht für euch. Obviously, that's got to be reversed. Offensichtlich muss das umgekehrt werden. Many other things do too. Und viele andere Dinge auch. But let's stay focused. Aber lasst uns fokussiert bleiben. One more question, please. Letzte Frage bitte. Go ahead. Are you okay? Okay, fine. Go ahead, ma'am. Also können wir wirklich nichts tun, als uns entspannt zurückzulegen und zuzuschauen, in der Liebe zu bleiben
zu hoffen, dass alles so kommt, wie sie sagen. Can't we really do anything else but relax, sit back? Oh, no, that's not even natural to you as Germans. Okay. Das wäre nicht das, was Sie als Deutsche natürlich auch No, tun. I want you to start asking good German questions again, starting tonight. Ich möchte, dass Sie anfangen, wieder gute deutsche Fragen zu stellen. Wir beginnen hier heute Abend. A 10-year-old German child before World War II would drive you crazy with good questions. Ein 10-jähriges Kind vor dem Zweiten Weltkrieg hätte euch mit seinen Fragen in den Irrsinn getrieben. And the Allies have taught you to ask no questions at all. Mit guten Fragen übrigens, und die Alliierten haben You ask a question even in kindergarten. die haben euch gesagt, es werden keine Fragen mehr gestellt. You can be pulled off to the side and you get in trouble. Im Kindergarten hast du Schwierigkeiten kriegen, wenn du die falschen Fragen stellst. You just repeat what people say to you. Du wiederholst einfach, was die Menschen dir vorbieten. They say A, B, C. Die sagen ABC, You say A, B, C. sagst du ABC. And then life works for you. Dann funktioniert das Leben. Don't ask where the day is. Frag nicht, welcher Tag heute ist, You'll get in trouble. dann gibt's Ärger. No, I want you to start asking, was steckt dahinter? Ich möchte, dass ihr sofort diese Frage stellt. Ja. Wie ist eigentlich gewesen ist? Wie ist es eigentlich? Was ist wirklich wahr? Was ist wirklich wahr? Every time your regime, every time your newspapers comes up with a new piece of information, Jedes Mal, wenn das Regime oder auch die Zeitungen mit etwas Neuem auftauchen, start asking German questions. stelle deutsche Fragen. The whole thing will fall apart like a house of cards. Das ganze Ding wird wie ein Kartenhaus zusammenstürzen. They don't have any answers. Die haben keine Antworten. When you start asking questions, Wenn du Fragen stellst, they'll go somewhere else. dann gehen sie weg. They'll find a new job Und dann werden sie einen neuen Job finden. somewhere in New York City Irgendwo in New York City. or Stockholm. Oder Stockholm. Listen, I want to thank you very much for being with me tonight. Ich danke euch sehr, dass ihr hier bei mir wart heute Abend. Part of my mission, I am required to carry your pain until you yourself can carry it. Als Teil meiner Mission muss ich den Schmerz für euch tragen, bis ihr ihn selbst tragen And könnt. I am carrying an immense amount of pain right now. Und im Moment trage ich eine unglaubliche Menge an Schmerz. So I think I'd like to maybe take a break and rest a little while. Deswegen würde ich gerne eine Pause machen und mich ein bisschen ausruhen. Thank you for being with me. Vielen Dank, dass ihr da wart. Thank you very much.